wenn Ärger schon da ist, kann man nicht Metta machen. Und wenn ich in Wut, dann Metta wird nicht helfen, der wird nicht funktionieren. Die Praxis musste schon vorher dauerhaft praktiziert werden. Ja, dann kommt Impuls, aber wenn es viel Metta, wenn der Geist so geschult ist, dann wird er viel milder schon. Diese Stimulation wird schon viel milder und nicht so schnell kommen, weil dein Herz oder der Geist erfüllt ist mit Wohlwollen. Und das ist die Großzügigkeit, die da schon arbeitet. Ich mache das Essen, dass die anderen glücklich sind, satt sind, Kraft haben. Ich mache nicht um Lob, ich mache nicht um Anerkennung zu haben. Ich tue für die anderen. Ja? Es ist andere Motivation. Und diese Motivation hat viel mehr Power. Viel mehr Power. Ja. Metta nicht, wenn Ärger schon. Metta musste schon vorher, die muss täglich. Wir haben so wunderschöne Bild, der immer ausstrahlt. Und wir kommen hier rein, sollen wir anschauen und uns diese rosane Farbe erinnert an etwas Liebliches, etwas Wohlwollendes. Und es ist nur Symbol, ja. Aber wir sollten immer diese Ausstrahlung, diese von dem Metta, und dann sollen wir uns so auch einstimmen. Und die Metta-Meditation, wenn wir machen, dann haben wir Texte. Ja, wir rezitieren auf Deutsch und ihr könnt schon auswendig, ja, diese Sätze. Man weilt mit einem Herzen, ja, voll Freundlichkeit und Güte, durchdringend eine Richtung, die zweite und die dritte, so auch die vierte Richtung, nach oben und nach unten. Ja, rezitieren wir. Ihr kennt das, also sich erinnern. Wenn ein bisschen Ärger kommt, rezitiere das. Sanft, ja, möge ich sanft und mild sein. Freundlich. Ja, wenn man, ne, das muss jetzt nicht Rezitation perfekt sein. Aber der Sinn, die paar Worte, ja, es hilft. Es hilft, aber muss mehrere Male am Tage geschehen. Dann wird das auch schnell passieren, bevor die große Ärger kommt. Ist es ständig das Ärger aufgeflammt, hochgehalten, auch die Gedanken, ja, die dann damit verbunden sind. Weil das sind die Gedanken, die das anstoßen. Ja? Und auch die Gier, ja, wenn ich das nicht so, wie ich das will oder so, dann bin ich sauer. Ja? Also die gewohnte Denkweise. Ja, das spielt eine Rolle. Und deswegen dieses mehrmal am Tag sich erinnern, jetzt umzuschulen, ja, schulen wir die alten Konzepte, die alte Denkweise schulen wir um. Mit etwas Liebevollem, ja, Lieblichen, Milden, Sanften. Und immer wieder, bis wir verstehen, dass dieser Trank, dieser Nektar, ist es für uns selbst auch besser zu trinken als der Gift. Ja? Dann merken wir, in diesem Zustand bin ich selber in einem gesunden Zustand. Ja? Und das hat auf alle anderen eine Auswirkung. Und diese Motivation, es ist schwer, wenn wir nur an selbstbezogen denken. Das ist schwer. Wir können aber alleine nicht existieren. Und wir sind alleine nicht in diese Welt gekommen. Ja, es ist nicht möglich. Und wenn wir gehen, wenn das alles zerfällt wieder zu den Elementen. Der Geist wird wieder woanders sich im anderen Körper manifestieren. Ja. Wir sind nicht aus sich selbst Entstandene.
nur verbunden, abhängig voneinander, sehr abhängig. Wir können nicht überleben ohne dieses. Es ist nicht möglich. Aus Ursache entstandene, nicht aus sich selbst. Ja, weise erwägen. Auch mit den Hindernissen weise erwägen. Auswendig lernen, rezitieren, hilft nicht. Hilft, wenn wir brauchen, oh, was war da? Welchen Hinweis hat Buddha gegeben? Da waren diese Hindernisse, das ist es. Ach, ja, da kann man sich erinnern. Oder die und die Methoden. Dann kann man diese Liste, ja, wenn dann man das schafft, zu lernen. Aber wir müssen umzusetzen. Wenn wir fühlen, diese negative Emotionen, ja, Neid, Ärger, ja, die Ärger kann so viele Stufen haben, bis wir blind sind. Ja, Menschen töten im Ärger. Wenn Hass, die macht sie blind, einen Menschen. Ja, kann von leichtem Aufregung bis so einem blind. Krankheit. Es ist Krankheit. Ja. Neid genauso. Da man sieht nichts. Man ist so bei Hass und Gier zusammen in dem Neid. Und das immer wieder von vorne, ja, zu erleben und selber, ja, das ist in diesem Leben schon immer wieder diese Feuer, das ist brennt, das alles brennt. Ja, und deswegen, wir sollen uns bemühen, dass wir das milden, dass wir nicht den Nährstoff diesem Feuer geben, dass das weniger brennt. Und dann ist es die Sinne kontrollieren, unter Kontrolle haben. Nicht alles hören, nicht alles sehen. Wenn wir wollen alles hören, was alle machen, alle sagen, alle Nachrichten, dann kommt das, dann haben wir keine Kontrolle. Das kommt durch die 6 Tore. Das müssen wir uns immer bewusst, das kommt durch die 6 Tore. Wenn wir nicht sehen, dann werden wir auf gesehene Dinge kein Neid haben, kein Ärger. Ja? Es ist es so oder nicht? Es ist so. Und wenn wir nicht sehen, was die Person macht, und wenn wir nicht hören, was die sagt, kommt nichts. Und wir sollen aber nicht dann jetzt das alles abschnurren, wir sollen Kontrolle darüber haben. Und wissen, nicht überall schauen, nicht überall einspitzen. Nicht überall die Nase reinstecken. Besser für uns. Besser für uns. Ja, das ist dieses Enthaltsamkeit. Das ist Enthaltsamkeit. Enthaltsamkeit ist es nicht, ich verlasse die Welt und jetzt wäre ich asketisches Leben, ich esse ein Korn und trinke nur Wasser und verhungere. Das ist nicht Enthaltsamkeit, das, was Buddha meinte. Er hat ausprobiert, funktioniert nicht, aus Leiden rauszukommen. Enthaltsamkeit in diesem Sinne, in dem Dhamma-Sinne, bedeutet von der Welt, von dem Verlangen, von dem, wo die Sinne dann nach draußen gehen, von diesem Rückzug nehmen. In dem Moment bleiben, in dem, was gerade wir tun. Nicht überall, ja? Nicht überall mit dem Auge, nicht überall mit dem Ohren, nicht überall Wissen und überall dieses, ja, dass wenn das zurück schon gezogen wird, dann ist es schon große Erleichterung, weil der Geist bekommt kein Futter, ja, den mittleren Weg zu gehen, weil wir wissen, was Samsara ist, ja, mit Lieben verbunden, von Lieben getrennt sein, ja, Dukkha. Ja, das ist Dukkha, weil vergänglich. Und dieses, was Buddha hat erkannt, ich habe dich erkannt. Du willst nie wieder dieses Haus erbauen. Ja, und das ist das Verlangen, das ist die Gier. Ja.